Hallo, Hi. schönen guten Tag. Wir sind's, Pitet Studio TV. Mein Name ist Björn. Und ich bin Jenny. Hallo. Ja, wir machen hier Öffentlichkeitsarbeit, Community-Arbeit für unsere Computerspiele, die wir machen. Und und dann irgendwann kommt das Ding dann, wenn wir fertig sind mit unserem Spiel, dann auch in den Laden hoffentlich. Also bei Steam oder was weiß ich und so, ne? Und dann geht's darum, ob sich das überhaupt gelohnt hat. Ob man überhaupt genug Sachen verkauft hat. Genau. Oder nicht. Not enough sales. So ist es. Kann ja auch sein. Hast du nicht genug verkauft. Oder wie das so schön heißt im Fachjargon, man ist unter den Erwartungen geblieben. Das ist immer so eine schöne Formulierung. Das ist meistens Quatsch, weil Erwartungen sind immer sehr hoch. Ja? Aber ist ja die interessante Frage, hat sich das rentiert? Trägt sich das? Geht es weiter? Ja, gibt ja Firmen, die geschlossen werden aufgrund der Tatsache, dass sie keinen Gewinn abwerfen. Habe ich mal gehört. Ja. Ja. Ja, dann schauen wir mal. Wie ist das denn mit Not Enough Das Sales? ist ganz lustig. Hatte mal irgendwann einer gesagt, du musst nur lange genug warten. Irgendwann spielt dein Spiel die Kosten schon wieder ein, wenn es lang genug auf dem Markt ist. Was auch so ist, ja. In der den Regel meisten ist das Fällen, tatsächlich ja. so, aber wenn das halt jahrelang dauert, dann rentiert es sich irgendwie noch Nein. trotzdem nicht. Vor allem, weil du ja auch laufende Kosten hast immer. Korrekt, ne? ja. Und darum muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen. Ideen gibt's immer viele, Dinge, für die man Geld ausgeben kann auch, aber sollte man das denn auch, ist das nicht ein Risiko. Vor allen Dingen, weil die Zugänglichkeit, um Spiele zu machen, heute ja schon stark gewachsen ist. Zugänglichkeit, ja. Ja, Also das Angebot ist größer geworden. korrekt. Ne? Und Ja. deswegen werden wir im Grunde genommen täglich überschwemmt mit neuen Veröffentlichungen von Ja. irgendwelchen Spielen. Insbesondere im Indie-Sektor ist das so, Ja. sodass man ganz schnell untergehen kann einfach und überhaupt gar keine Sichtbarkeit erlangt. Und die Sichtbarkeit ist etwas, das ist unglaublich wichtig, um überhaupt von den Plattformen auch gezeigt zu werden. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, alle, die jetzt dieses Video schauen, die kaufen jetzt das Spiel. Und man guckt dann so auf die Zahlen, ja, wie viele Leute haben denn das Video geguckt? Aha, naja, gut, das waren jetzt irgendwie so, was weiß ich, ein paar tausend Leute. Würde das reichen? Nö, wird's nicht. Ne, das Ja. würde die Kosten ja nicht wieder einspielen. Ja. Also das heißt, man muss im Grunde genommen eine signifikant höhere Anzahl an Menschen erreichen, die dann am Ende des Tages dann auch das Spiel kaufen, als man vielleicht bei einzelnen Dingen auf Social Media erreicht oder so weiter. Und wie macht man das? In der Regel mit Algorithmen. Auch gibt noch andere Sachen, aber es gibt so die beiden großen Themen. Ich fange mal mit den Algorithmen an. Das heißt, ich muss etwas tun, damit die Plattform selber mich als wichtig erachtet und dann bekomme ich auf der Plattform mehr Sichtbarkeit, indem ich zum Beispiel mal auf der Startseite erscheine und irgendwelchen Leuten gezeigt werde mit meinem Spiel und die denken dann, oh, das kenne ich ja noch gar nicht, sieht aber interessant aus, klicken dann drauf und schon hat man irgendwie so eine potenzierte Reichweite. Ich als Physiker würde das folgendermaßen bezeichnen, du hast die kritische Masse erreicht. Ne? Genau. Vorher bist du irrelevant und es läuft dann von selber, wenn du eine gewisse Menge an Dingen oder Reichweite erzeugt hast, dass dieser Algorithmus dich dann als wichtig erachtet. Und das ist natürlich auch immer Verhandlungssache, ja, mit diesem Medium, mit dem du da arbeitest, mit der Plattform, ja. Und das ändert sich auch ständig, ne? Klar, Angebot und Nachfrage ist halt Marktwirtschaft, ist halt so, ne? So, und der ist auch manchmal sehr undurchsichtig, weil die lassen sich auch nicht gerne in die Karten gucken. Und da gibt es auch unheimlich viele Experten, die glauben zu wissen, ja, wie das da funktioniert. Aber man kann nur Indizienbeweise sammeln und dann gucken, okay, gibt ein paar Regeln, die man befolgen kann. Ne? Und dann zu sagen, okay, man ist da einigermaßen, man hat alles getan, um erfolgreich zu sein. Könnte man dann davon ausgehen. Ist das so? Kriegt man eine Garantie dafür? Nein, kriegst du nicht. Du musst mutig sein an der Stelle, ne? Vor allem, wenn du klein bist. Das ist so. Ne? Ja, du weißt nicht, was mal rauskommt am Ende. Der Markt ist verrückt geworden, was das angeht. Ne? Es gibt viele Sachen, die passieren. Da fragt man sich, warum hat das Ding jetzt Erfolg gehabt und das andere nicht. Ne? Gibt viele Beispiele dafür, kennt ihr selber. Ja.
Stimmt, das ist tatsächlich ein bisschen verrückt. Aber es gibt so Statistiken, die einem Indizien geben, in welche Richtung es gehen muss. Zum Beispiel sagt man, wenn du auf der Plattform Reviews hast, das heißt Leute, die anschließend dein Spiel bewerten, im besten Falle, weil sie es gespielt haben, dann steigt im Grunde genommen auch deine Sichtbarkeit. Und tatsächlich ernst nehmen, also bei Steam zum Beispiel sagt man, die Plattform nimmt dich ernst, und zwar auch ab dann erst ernst, wenn du mindestens 1000 Reviews erreicht hast. Das heißt, wenn 1000 Menschen dein Spiel nicht mehr nur gekauft und gespielt haben, sondern auch bewertet haben, dann bekommst du auf einmal sowas wie einen Sichtbarkeitssprung. Dann bist du für Steam auf einmal interessant. Und wenn in den 1000 Reviews nur gehatet wird, was ist dann? Ich glaube, das ist egal, ne? Für die Sichtbarkeit ist das, glaube ich, erstmal egal. Ja, das ist auch noch eine interessante Geschichte. Abhängigkeiten, da können wir gleich mal drauf zu sprechen kommen. Das heißt, das Erste, was man sagt, ist, wie kommt man denn an 1000 Reviews? Und da kommen wir auf die Wishlists. Warum laufen denn irgendwie alle Indies oder auch andere immer rum und sagen den Leuten, wishlistet unser Spiel, bitte, bitte, das kostet nichts, wishlistet das. Weil das im Grunde genommen eine Abhängigkeit hat, ja. Das heißt, Spiele, die viel gewishlistet werden, haben auch die Chance, später viele Reviews zu bekommen. Und darum ist das so wichtig, denn wenn ein Spiel ganz zu Anfang viele Wishlists bekommt es auch sowas wie einen Algorithmus-Push. Und darum ist es so interessant, zu einem bestimmten Zeitpunkt darauf hinzuarbeiten und viel Community-Arbeit zu betreiben, so wie jetzt zum Beispiel, dass wir mit euch quatschen oder sagen, wir haben schon Social-Media-Seiten und wir geben uns viel Mühe, schon mal präsent zu sein, obwohl das Spiel noch gar nicht so weit ist, dass wir sagen können, zu dem Zeitpunkt, wo wir das Spiel selber bewerben und sagen, guck mal hier, das ist das, was wir machen wollen, da sind schon ganz viele Leute da, die dann darauf warten und im besten Falle dann zur gleichen Zeit wishlisten und dann merkt die Plattform auf einmal, oh, da ist ja was Interessantes. Wenn man das nicht macht, und das sieht man manchmal irgendwie, wenn man gerade junge Teams irgendwie beobachtet, die gehen dann einfach erstmal mit ihrer Plattform, mit ihrem Spiel auf irgendeiner Plattform online und da passiert noch gar nichts, dann ist dieses Spiel auch so gut wie unsichtbar. Und dann denkt man, ja, da hat ja kein Mensch draufgeklickt. Wieso denn nicht? Naja, weil diese Vorarbeit manchmal wichtig und nötig ist, damit überhaupt das Spiel angezeigt werden kann. Weil sonst bist du für die Plattform völlig unwichtig. Auch die Preiskalkulation spielt da eine Rolle. Also ein Spiel, das, 10 Euro kostet, ist natürlich nur ein Drittel so interessant wie ein Spiel, das 30 Euro kostet, weil ich von dem 3 Einheiten verkaufen muss, um dasselbe zu erlangen, wie wenn ich von dem anderen 1 kaufen muss. Und das ist für Steam natürlich egal. Das reine Geld ist da interessant. Ne? Steam ist natürlich jetzt exemplarisch, weil es die größte der Plattformen ist. Für uns sind natürlich so Plattformen wie Epic oder GOG auch interessant. Aber um das so ein bisschen zu verdeutlichen, ist das trotzdem immer ganz schön, weil Steam da schon sehr reichweitenstark ist. Das Zweite ist, womit werde ich denn überhaupt Sichtbarkeit erlangen, ist das Thema Marketing. Ja, Marketing. Das heißt, man kann auch immer Geld draufschmeißen. Ja? Sieht man immer, wenn man auf Facebook oder sonst irgendwo auf irgendwelchen Plattformen ist, du kannst diesen Post hier bewerben, den hat jetzt irgendwie so und so viele Leuten gefallen. Du kannst jetzt noch mehr Reichweite erzeugen damit, ja, indem du hier jetzt bewerben kannst. Kennt ihr vielleicht so. Da fragt man sich, warum sehe ich das überhaupt? Warum sagt mir der Algorithmus? Das ist wieder so ein Ding, da ist wieder so eine kritische Masse erreicht worden mit einem Post. Das heißt, der Algorithmus hält dich für wert, ja, egal von welcher Plattform, dass dieses Ding jetzt nochmal viraler gehen könnte, wenn du da Geld drauf schmeißt. Ist vielleicht auch ein bisschen Bauernfängerei, weil der Algorithmus ja auch gerne möchte, dass du Geld dafür ausgibst. Ja? Das heißt also, dass er dir irgendwie vielleicht sogar ein bisschen vorgaukelt. So, guck mal, der ist schon ein bisschen erfolgreicher als den du sonst gemacht hast, ja. Dann gib doch noch mehr Geld, dann kannst du noch erfolgreicher werden. So. Ist das cool? Ist das nicht cool? Hängt davon ab, wie teuer das ist und hängt dann davon ab, wie viele Leute man dann tatsächlich mehr erreicht. Und in unserem Fall ganz wichtig, wen erreichst du? Korrekt. Das heißt also, wenn du irgendwen erreichst, der sich für deinen Krempel überhaupt nicht interessiert, ja, dann hast du auf jeden Fall Geld ausgegeben für etwas, was sich gar nicht gelohnt hat. Und zwar gar nicht. Ja, so, das ist einfach Kohle weg. So. Stimmt. Und wie macht man das? Wie kann man sagen, okay, das lohnt sich jetzt hier bei Facebook oder was weiß ich jetzt hier Geld drauf zu werfen? Also oder auf was auch immer? Man könnte seine Plattform beobachten. Das heißt, wir können zum Beispiel auf den Plattformen sehen, wie viele von euch kommen zum Beispiel woher. Wir sehen, aus welchen Städten ihr kommt. Wir sehen, also auf den Social-Media-Plattformen, ne?
Da zeigen die einem an, welches Geschlecht die haben, welches Alter im Durchschnitt. Ne? Klar, der ein oder andere mogelt, aber in der Regel gibt es so ein Bild ab und dann siehst du so deine Zielgruppe, die du zumindest auf Social Media erreichst. Da guckst du am besten auf unterschiedlichen Plattformen. Bei uns ist es nämlich tatsächlich sehr verrückt. Hier auf YouTube zum Beispiel haben wir fast ausschließlich männliche Accounts. Ich sag mal bewusst Accounts, weil ich weiß nicht, wie viele von euch, den Account vom Freund benutzen. Und sehr wenig weibliche. Das ist schon erstaunlich. Auf anderen Social-Media-Plattformen ist es mehr gemischt. Keine Ahnung, woran das liegt, aber es ist bestimmt schlau, die unterschiedlichen Plattformen irgendwie alle zu berücksichtigen und sowas wie so eine Gesamtgruppe sich anzuschauen und zu gucken, ähnliche Spiele, was haben die denn noch für ein Publikum, und man macht dann sowas wie eine Marktanalyse. Und dann kann man sich quasi sein eigenes Publikum zusammenklicken und entscheiden, solche Leute, die sich am meisten für mein Thema interessieren, die sollen dann auch bevorzugt diese Werbung bekommen. Und die anderen eben nicht. Ne? Also Leute, die jetzt zum Beispiel nur ausschließlich, Wirtschaftssimulatoren spielen, die müssen jetzt nicht unbedingt eine Werbung von unserem Spiel gezeigt bekommen, aber Rollenspieler und Adventure-Spieler eben schon. Ja, Marketing bedeutet halt, nimm Geld in die Hand und bezahl irgendwas. Ne? Ein Poster, ein Werbeplakat oder halt solche Dinger, ne? Dass man die bewirbt. Ja. Genau. Und dann ist es tatsächlich interessant, positive wie negative Reviews haben die Einfluss auf die Sales. Und das ist total spannend. Wir hatten irgendwann mal, und ich konnte es leider nicht finden, so eine Grafik gesehen, als hätte jemand mit einer Schrotflinte irgendwie auf die Grafik geschossen. Gab es überhaupt gar keinen Zusammenhang. Also Verkäufe, ne? Und dann hier, das ist dann das entsprechende Kriterium, was du da reintun kannst. Wie zum Beispiel die Metacritics. Genau. Ist genauso. Ja. Ja? Absolut. Das ist wie mit der Schrotflinte drauf. Das ist nicht mal eine Linse. Es ist einfach Wirsch, wirklich. Ja, aber nein. Das hat keinen Zusammenhang. Da kann man immer sagen, ja, hier ist ein Ausreißer und dies und im arithmetrischen Mittel, bla bla bla. Nee, das sieht aus wie mit der Schrotflinte draufgeballert. Ja? Das ist verrückt. So. Ist natürlich cooler, wenn du cool bewertet wirst, aber es ist kein Garant dafür, dass du Verkaufszahlen erreichst. Ja, richtig. Na? Das ist total verrückt. Ist klar, du kannst irgendwie alle möglichen Preise gewinnen und allen Krempel da irgendwie machen, so, ne? Aber es kann auch sein, dass du keine einzige Einheit verkaufst dann dafür. Weil die Leute sagen, kenne ich schon, oder keine Ahnung, was für Gründe da auch noch irgendwie stattfinden. Es gibt auch manchmal politische Gründe, so, ja, dass man sagt irgendwie so, da möchte ich jetzt nicht irgendwen unterstützen oder was weiß ich, oder der hat irgendeinen Mist im Internet erzählt, da meckern sie alle drüber, das Spiel kaufe ich nicht von dem oder von dem Laden kannst du nicht kaufen, die fressen kleine Kinder, keine Ahnung, so, ja, das gibt's halt irgendwie Sachen, wo du dann eigentlich gar nicht weißt, warum das jetzt keinen Erfolg hat. So, ja? Manchmal ist es, so traurig das auch ist, schlechte Presse auch Reichweite. Ja. Das darf man immer nicht vergessen. Das heißt, wenn irgendwo ein Shitstorm ist, dann ist das zwar total blöd für diejenigen, die ihr Herzblut da reingelegt haben. Ja. Auf der anderen Seite kann das aber Verkaufszahlen generieren. Und das ist natürlich schon ein bisschen weird. Liebstes Beispiel gerade, wir zocken gerade Starfield. Ja. Und dachten, Bethesda, gucken wir uns mal an. Ne? Und dieses Spiel hat wirklich keinen besonders guten Ruf, muss man ja mal so sagen. Die Leute meckern über alles. Es ist ein Riesenspiel mit unglaublich vielen Features und es ist an vielen Stellen halt relativ leicht kritisierbar und da geben die Leute im Internet so richtig Gas. Ihr könnt euch ja mal die Bewertungen bei Steam durchlesen. Das ist teilweise auch schon entbehrt es nicht einer gewissen Komik. Ja. Und das ist nicht besonders gut bewertet. Aber es verkauft sich trotzdem millionenfach. Ja. Und was vorher zum Beispiel, um mal ein Gegenbeispiel zu nennen, ne, natürlich ist eine andere Liga, bla bla, der eine Laden ist ganz groß, der andere nicht, bla, weiß ich. Aber nur mal so vom Gefühl her, ja, ist das genaue Gegenteil davon. Der zweite Teil von Hellblade wurde super vorher beworben, die Presse hat's hochgelobt, die Leute haben geschwärmt und was weiß ich, was das nicht alles für ein toller, durchdachter, super Titel ist. Und der hat sich überhaupt nicht vernünftig verkauft. Nee. Also es ist weit unter den Erwartungen zurückgeblieben, da ist es wieder. Ja. Und dieses Phänomen, dafür habe ich zumindest eine Statistik euch mal rausgesucht. Die Statistik ist in diesem Fall von www.gamedeveloper.com in der Rubrik Marketing. Und da gibt es eine Kurve, da haben die gemessen, das, was Björn gerade gesagt hat, also die Anzahl an Verkäufen in Relation zu
Reviews. Und das Ding ist, wenn es, also in dem Fall ging es um positive und negative, also sowas wie Leumund, ne? Welchen Einfluss hat die Reputation sozusagen auf die Sales? Und in dieser Kurve war es so, wenn man 90% positiv bewertete Bewertungen, also positive Bewertungen. Wenn man 90% positive Bewertungen hat im Schnitt, dann hat man etwa pro Bewertung 30 Sales. Okay. Im Schnitt. Mhm. Wenn man weniger hat, also etwa 70% positive Bewertungen, sind es pro Bewertung etwa 60 Sales. Okay. Hä? Und wenn man aber wieder weiter runter geht, also von 60-50% positive Reviews, das ist dann nur noch ungefähr die Hälfte, dann sind es wieder bei ungefähr 30 Sales. Das heißt, es gibt da so einen Bogen. Und da denkt man, normalerweise denkt man, das müsste ja so sein, je besser das Spiel bewertet wird, desto besser verkauft es sich auch. Diesen Zusammenhang gibt es da aber an der Stelle einfach mal nicht. Das ist Wirsch. Woran liegt das? Das ist eine gute Frage. Wir wissen es nicht. Na? Wir wissen nur, wenn es viele wissen und viele interessiert, ja, ob es jetzt gut ist oder schlecht ist. Es muss eine gewisse Qualität haben, das Spiel, ja, dass es jetzt nicht totaler Trash ist, aber es muss auch nicht super durchdesignt und poliert und was weiß ich was sein. Es muss einfach Spaß machen. Korrekt. So. Das Spiel muss Spaß machen. Es gibt super viele Beispiele dafür, wo man sich denkt, na gut, technisch gesehen könnte man da weiter sein an der Stelle so, ja. Aber das macht super viel Spaß, also hat das auch Erfolg. Ja. Und die Leute akzeptieren es auch als solches, dass das Spaß macht und gucken gar nicht so auf die Bewertung. Ja, es gibt immer mehr Leute, die sagen, ich mache mir lieber ein eigenes Bild, ne? Und tun das dann auch und sagen es nicht nur, dass sie sich tatsächlich erstmal Dinge anschauen, bevor sie überhaupt was kaufen. Ja, gibt's immer mehr davon. Und das glaube ich, hat damit zu tun, so ein bisschen, ne? Dass sie sagen, ja, gut, es wird ja auf allem rumgehackt und gemeckert und so weiter. Das heißt, es findet da so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Umdenken statt, ne? Dass man tatsächlich dieser Sache nicht mehr so traut, finde ich auch gut. Geht in Richtung Medienkompetenz, dass man nicht alles glaubt, was in der Zeitung steht. Ja, finde ich ein positiver Trend. Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du nie davon mitkriegst, von so einem Spiel, ne? Und da keiner drüber spricht, dann kannst du es auch nicht wissen, dass es cool ist oder nicht. Sonst ist der Kumpel, der irgendwie ein Spiel spielt, was ist denn das? Das sieht cool aus. Ja, gibt's auch diese Effekte. Also es ist immer sehr komplex, ne? Und da gibt's jetzt eine riesen Wissenschaft. Da kannst du echt eine wissenschaftliche Abhandlung von machen, warum ein Spiel jetzt erfolgreich war und was nicht. Und es gibt halt unheimlich viele Menschen, die sagen dann irgendwie, ja, ist doch völlig klar, woran das liegt. Suchen sich dann einen Aspekt raus, reden den dann groß und machen dir das dann noch unheimlich plausibel, warum das jetzt irgendwie daran gelegen hat. So, glaube ich aber nicht mehr dran. Es ist immer ein komplexes Problem. Immer. Das immer. ist tatsächlich so. Ja. Und in Zeiten wie heute, wo nichts mehr wirklich sicher ist, wo kein Spiel, das angekündigt ist, auch tatsächlich auf den Markt kommt, wo irgendwelche Leute reihenweise entlassen werden, und das hält leider auch immer noch an, ist Sichtbarkeit das stärkste Mittel, das wir haben. Ja. Deswegen ist das so interessant für alle, sichtbar zu sein. Und darum ist das so wichtig, dass man am Ball bleibt und Regelmäßigkeit walten lässt und sagt irgendwie, ohne das schafft man es einfach nicht mehr heutzutage. Und darum fragt man nach Wishlists, und da sind wir super gespannt beim Announcement, was dann am Ende dabei rumkommt. Und ja. Wann announcen wir? Anfang nächsten Jahres. Wir arbeiten ganz fleißig darauf hin. Wir arbeiten darauf hin, dass es nicht März wird. Ja, genau. Also wir arbeiten daran. Ja. Aber es gibt super viele Hürden, da können wir auch noch mal ein bisschen was zu erzählen in einer anderen Folge, um so einen Termin auch tatsächlich zu halten. Yep. Und ansonsten könnt ihr bis dahin super gerne diesen Kanal hier abonnieren. Das hilft auch schon extrem, zum Beispiel für den YouTube-Algorithmus. Und da freuen wir uns immer drüber. Und ansonsten gerne eure Fragen auch wieder unten in die Kommentare oder im Discord. Hast du denn eine Community-Frage? Ja, bestimmt. Und zwar die Frage ist, habt ihr euch denn schon mal die Godot-Engine angeguckt? Die ist doch super für Indies, weil sie ist Open Source. Boah, da hast du mir jetzt kalt erwischt. Nein, habe ich noch nicht. Nee. Aber ich habe mit unheimlich vielen Indies gesprochen, warum sie das eine oder das andere wählen. Genau. Es ist wohl so ganz grob, ganz kurz,
Viele haben Angst vor der Unreal, weil sie so komplex ist, angeblich, weil sie so schwer zugänglich ist, weil sie schwierig ist zu handeln, eigenwillig wäre und halt sehr viel und neu und so. Der Grund ist häufig, dass Menschen, die Games machen, Games produzieren, studiert haben, mit der Unity Engine angefangen haben. Man muss dazu sagen, dass Unity auch C# benutzt als Programmiersprache und Unreal benutzt C++. Und C++ ist etwas weniger gut zugänglich. Und da haben viele halt ein bisschen Schiss vor. Wir haben immer C++ benutzt. Ne? Also wir haben selber, damals unsere Engine war C++ programmiert. Und deswegen ist das für uns jetzt irgendwie nichts Neues, so, ja, bei der Unreal Engine. Und die Geschichte mit Godot ist halt, es ist Open Source. Das heißt, es gibt kein Bezahlmodell oder so, wie bei den anderen beiden genannten gerade. Ne? Dass man sagt, okay, man benutzt sozusagen ein Third-Party-Ding, so ein Tool, und muss dann da natürlich für bezahlen, wenn man damit dann Geld verdient, indem man Spiele verkauft. So. Und die haben eine gewisse Statuten und so weiter, ne, wofür du dann Geld bezahlen sollst, weil du es dann benutzt. Und bei Godot ist das eben nicht so. Aber es ist von vielen wird es beobachtet, sage ich mal so, ja, die Godot-Engine. Gibt wenige, die das benutzen, habe ich das Gefühl. No? Also die meisten, die ich kenne, die benutzen Unity tatsächlich. Immer noch, ja. Die sind ja jetzt auch zurückgerudert mit ihren Statuten. Ja, gut. Insofern, naja. So. Also Godot ist bestimmt interessant. Anderes Thema. Aber und das kommt halt darauf an, was man machen möchte. Also man kann alles lernen. Also wir glauben, das ist tatsächlich mittlerweile alles im Internet so gut vorhanden, dass man alles lernen kann. Dokumentiert ist genau, oder man kann auch Leute fragen, die sich schon mal damit beschäftigt haben. Allerdings gab es für uns ein paar Argumente, was die Unreal besonders interessant macht. Erstens, weil wir von vornherein wussten, wir möchten wieder ein 3D-Spiel machen. Und da bietet sich Unreal einfach an. Die ist einfach hübsch, die ist einfach modern. Und das Zweite war, mittlerweile ist die auch so gut dokumentiert. Also man kann, wenn man ein Problem hat, irgendwo nicht weiterkommt, bisher wirklich sehr gut im Internet eine Antwort auf dieses Problem finden und dann weitermachen. Und das ist für uns dann am Ende das Totschlagargument gewesen. Außerdem so viele Einheiten, wie man verkaufen muss, damit die was davon abhaben wollen. Also wenn wir das erreichen, also signifikant, ja, genau. dann sollen die das haben, ihre paar Prozente. Und was viele vielleicht auch nicht wissen im Zusammenhang, auch die Unreal Engine selber kannst du dir runterladen und modifizieren. Man muss die nicht so benutzen, wie sie da ist. Aber auch dafür gibt es ein extra Forum und so. Also das kann man alles machen als Programmierer. Das war uns aber gar nicht unser Anliegen. Wir wollen sie ja als Werkzeug verwenden und nicht umprogrammieren. Insofern ist sie genauso, wie wir uns das tatsächlich gewünscht haben. Ja. Ja, gut. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ich denke schon. Ja. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pithead Studio TV. Genau. Dankeschön. Tschüss. Ja, warten auf Godot. Ne? Ja. Cooler Name für so ein Ding. Ne? Mal gucken, ob die sich durchsetzt. Mal sehen. Ja. Das würde ich mir wünschen. Konkurrenz belebt das Geschäft. Also bei Blender hat das ja auch funktioniert.